Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bravely Second Endlayer. Beim letzten Mal haben wir ja, damit fangen wir erstmal an, haben wir was Neues bekommen, einen neuen Job. Wir haben den Waldläufer freigeschaltet. Der hat eine Wolfsfell hier über den Kopf gezogen, ey. Und den gucken wir uns einmal eben an. Tobsucht. Werde tobsüchtig und erhöhe deinen physischen Angriff um 50%. Du kannst dann allerdings nur noch konventionelle Angriffe ausführen. Scheiße. Anvisieren. Starte einen physischen Angriff, der immer kritischen Schaden verursacht. Das ist cool, muss man sagen. So, dann gibt es Insektenschlag. 1,5 bei Insekten, Pflanzen, Bestien, Aqua, Drache. Kennt man. Präzision. Wenn alle konventionellen Angriffe treffen, erhöht sich der Schaden um die Anzahl der Angriffe. Der Schaden wird für jeden erfolgreichen Angriff mit 1,03 multipliziert. Das ist schon nicht verkehrt. Bogenwissen erhöht sich auf S und Quattro-Schlag startet 4 physische Angriffe, bei denen Feinde willkürlich getroffen werden. Der verursachte Schaden beträgt das 0,6-fache eines konventionellen Angriffs. Das ist ganz nett, aber ich finde, der Waldläufer hat hier, ja, der ist halt wirklich so ein, wenn du auf Gegner speziell angreifen willst mit Pflanzenschlag und sowas, dann funktioniert er ganz gut. Ansonsten ist er eigentlich, naja, nicht wirklich pralle. Oh, Bomberarm. Zeussache, Inokupilz. Cool. Noch mehr. Trank, Wegglocke. Zarte Kost. Oh Gott. Bin ja richtig hier verwöhnt. Okay. Dann geht's wohl heute danach, eine weitere Sidequest anzugehen. Wie ich hier. Ja, so. Hier gibt es noch eine auf dieser schnuckeligen Insel. So, wir sind super faul und fliegen den Weg einfach. Ups, guten Tag. Welcher war das denn hier nochmal? Stark fort. Ach, das war die mit Holmes. Sholmes, genau. Der Käse war das. Ihr seht, von den Leveln hat sich nichts getan, das ist gleich geblieben. Es gibt auch nur noch die gleichen Monster halt in den Dungeons, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Deswegen sind die noch bei 0%, oder habe ich die noch bei 0% stehen lassen. Weil ich momentan nicht mit den Monstern arbeiten will. Ich zeige euch die später mal. In aller Ruhe. Ah, eine Truhe, die können wir jetzt öffnen, da wir den Schlüssel haben. Ui, Kuroshipu. Eine Axt. Okay, mal gucken. Ausrüsten. Oh, die sieht aber fett aus. Guck dir die mal an, ey. Auf jeden Fall, die rüsten wir doch immer aus. Eine neue Axt. Schön, schön, schön. Aber wo geht's denn jetzt? Mist. Wo geht's denn jetzt? Mist. Falscher Weg. War das jetzt der richtige Weg? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie kam ich denn nochmal da in die Mitte? Das denn nochmal? Das ist eine ganz normale Truhe. Achso. Alles klar. Flammenroute ist jetzt mit Glück auch durch. Nein. Gut. Ich frage gar nicht, ne? Ist ja eindeutig gewesen, ne? War ja easy. Jetzt haben wir hier in Starkfort auch schon alles geklärt. Okay, muss ich speichern? Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind. Können wir eben speichern. Kommt hier eigentlich der Kampf direkt? Ich weiß es nicht, aber ihr seht schon, dass die Quests ja alle relativ kurz sind. Ich versuche möglichst dann auch. Ich glaube, die geht relativ fix. Mal gucken. Idiot, you're late. I'm sorry, sir. Wait. Why am I apologizing again? Now then, allow me to bring you up to speed. No, that's okay. I've got all the major points down. Oh, some kind of master detective now, are we? The murderer is within our midst!
Sholmes, get yourself under control, or I'll do it for you. So sorry, Uncle. I've just always wanted to say that. Well, he's not entirely wrong. What is it, Idia? Does something not meet your satisfaction? We have Madame Golddigger confined to the upper floor, and a stiff watch on the only stairway that can reach her. Good. Just don't forget that last bit. Understood. Kikyo, I'd like you to stay right here if you would. If anyone comes near you, no matter who they are, cut them down at once. Just trust me. Now will you tell me why we have one of my men disguised as Madame Golddigger? Shh. That's just between us. No one else can know. Very well then. All right. Now we just have to wait for the guilty party to get impatient and slip up. Jetzt muss ich doch mal eben... Ich bin froh, dass es nochmal so eine... Ausweichen plus, Präzision minus. Dass es nochmal die Möglichkeit gab, dass ich mal eben hier zwischengreifen kann, denn... Dunkelheit, okay. Der liebe Duran hat vergessen, was er hier... Was habe ich denn schon für einen Job davon? Ninja oder diesen anderen? Was habe ich denn da? Ah, ich habe hier Ninja, okay. Ninja habe ich schon, alles klar. Dann muss ich gegen den Typi. Muss ich eigentlich noch irgendwas machen? Ja, eben die Karte aufdecken hier. So. Dann muss ich runter. Ich weiß halt gar nicht mehr. Auch können wir runter hier. Dann muss ich gegen The Knight antreten. So, wir gehen jetzt mal zu unserem guten Freund hier unten. Hey, na ihr beiden. Ja, du Typi. A note? I shall follow where you go. This is the last words of Madame Golddigger? She didn't die yet, you bozo. Yet? This long and still nothing? I expect you to blow your cover by now. Sorry, but what are you talking about? I was just wondering how the true criminal, or rather the man who would have become the true criminal in this case, might feel. If he would only let go of all of his jealousy and envy for other people's family lines, everything could be different. I don't quite follow you. What about you, Sholmes? Have you decided what you're going to do with your future? Ponder as I might, I simply can't quite make up my mind. Am I best suited to the life of an inspector, tirelessly pursuing criminals through steady, thorough investigation? Or am I destined to become a genius detective, using logic and inspiration to track down the most evasive criminal masterminds? You gotta pick one, huh? Sholmes, I think you should follow in Kikyo's footsteps and become a private detective. There's something to be said for structure and teamwork, but once you start to rely on that structure, that's when you'll get lazy. Work on your own like Kikyo, and you'll have to fend for yourself. You'll be tested to hone your wits and instincts. Do that, and you'll have a bright, crime-solving future ahead of you. I'm sure of it. Why, yes. When you put it that way, it's elementary. I'll dedicate myself to becoming a great private investigator, just like Aunt Kikyo. What is this nonsense? A fine pair you make. Heinkel! You may come from a great family, but don't let that go to your head, you mewling little upstart. Perhaps you've been caught up in this fool's starry-eyed dreams, but to seriously recommend that my dunce of a nephew become a P.I.? Just the load I'd expect from a know-nothing glutton like you, idiot. Heinkel, don't you think you're being a bit harsh? Shut your mouth, maggot! Persist in this idiocy and you will face me in battle.
Are you prepared for that? Fine then. But do not harbor any delusions that you will walk away from this unscathed, idiot. You stand before the Knight Argent Heinkel, former commander of the Eternian Sky Knights, alias the Iron Wall of Unahana, alias the YHPD's hard-boiled Inspector Heinkel. Justice will be served! Ich bin ja richtig froh, dass ich während solcher Sequenzen immer mein Audio ausschalte, beziehungsweise wegschneide im Nachhinein, weil ich gerade, während die Sequenz lief, schön gedacht habe, oh, jetzt nippst du mal an deinem Drink und mir das mit viel Elan gemacht habe, mit der Kühlschranktür letztes Mal, und paff, mein Mikro komplett weggesäbelt habe, ne? Alter Schwede, das hat Krach gemacht. Naja. Muss es zwar nur wieder aufstellen, aber ist schon kacke gewesen. Freibeuterei, Panzerknacker auf Heinkel. Du defaultest, du machst mal physische Gunst und du plünderst mal Heinkel. Ja, Heinkel ist physisch Adamantschild, okay. Ziemlich gut. Er ist ja halt auch ein Ritter und hat den Asterisken, der ordentlich Verteidigung gibt. Aua, Alter, der macht aber Schaden. Mega-Ladung. Da fliegt er wie Superman durch die Welt. Was soll das denn? Brave, mach mal, ich glaube... wo ich Deus Ex Nebel. Oh, wieder machen. Du machst mal magische Kunst auf Tess und Tess. Seisra. So. Noch ein bisschen Damage machen hier. Die fressen auch nicht so viel. Das habe ich mir aber auch anders vorgestellt. Okay. Schildschlag. Gut, dann machen wir das wie folgt. Schwachpunkt erwischt. Du machst auf jeden Fall Magieknacker auf Heinkel. Du machst jetzt Blitzgar auf alle. Natürlich magische Gunst auch für Idia und Seisra darf bleiben. Denn wie immer müssen erstmal die kleinen Leutchen da vorne umgehauen werden. Nice. Das waren schon mal 2/3 der kleinen Leute. Schwachstelle Anstich oder was? Und das war die letzte. Sehr gut. Jetzt haben wir noch Heinkel vor uns und jetzt können wir auch mal den Quattro 150. Alter Schwede. Warte mal, hat der Heinkel noch sein magische Abwehr? Nebel? Hat er nicht mehr. Gut, dann machen wir erst Panzerknacker. Blitzgar. Sanctus. Und Komet. Oh yeah. Allein für Komet ist dieser Zeitmagier-Asterisk sowas von gut. Der frisst aber jetzt schön. Ja, jetzt machen wir mal Quattro Schaden. Blitzgar. Du machst physische Gunst auf You und du machst wieder Komet. Lalalala. So, bei 50%. Oh, 8000. Alter! Das war ein richtig schönen Schaden. Da kommt die Mega-Ladung. Ne, Quatsch, kannst du ja nicht machen. Du machst jetzt Doppelschaden. Und dann machen wir den Zauber nochmal. Zwischendurch kannst du auch noch mit Vitaga heilen. Wir haben die MP. Das reicht. Eisenpanzer. Was bist du hier von der CP9 oder was? Hat er einfach Eisenpanzer gemacht. Aber seine normale Abwehrkraft
Heißt aber nicht, dass er gegen Zauber jetzt immun ist. Nee. Sanctus und Komet. In dieser Runde kann ich nicht angreifen. Jawohl. Oh yes, das tust du. Dann haben wir schön Erfahrung bekommen. Jobpunkte, Supertrank und Übertrank. Sehr, sehr gut. Und natürlich den Ritterasterisken ist das, glaube ich, oder? Der Ritter? Ja, doch. Müsste der Ritter sein. Der Ritterasterisk. Ritter. Ein vielseitiger Krieger mit guter Abwehr, gutem Angriff. Starke physische Abwehr, Schwerter, Schilde, Rüstung. Spezial Freundschützen, Jobgeschick, Ritterlichkeit. Der ist eigentlich sehr der ist nicht, was heißt ausbaufähig, der ist sehr solide. Vitalität hier mit S, TP, Stärke, Speere auf A, Äxte auf A, das ist schon sehr cool. Und natürlich seine Rüstungsfähigkeit. Mit Schilde ist er ich glaube, mit Schilden ist er sowieso der Beste. I can't believe I lost. You're stronger than you look. Who are you? The game is up, Whitson. There's no place for you to run. What? You always hated it when I followed my Aunt Kikyo's lead, using my instinct to deduce the truth. That's because you were always afraid that I just might notice something suspicious about you. Like the fact that you observed a certain feature of this fort when we worked here 2 years ago, as well as... Looks like the ruse is up then. Whoa! When your biggest dream was to be some glorified flatfoot, I thought I could let it slide. But I knew I'd be in trouble once you started to truly hone your keen intuition. What have you done with Heinkel? I don't have to answer to you. If you care so much, find him yourself. Get back here! Oh! He got away. So they found the real Heinkel tied up in one of the fort's hidden corridors? Yeah. I'm just relieved that he wasn't hurt. Sholmes says he was lured out by a false promise of information, then ambushed and taken captive. But in the end, we still don't know the truth of what happened? Well, thanks to Inspector Heinkel's investigation, several facts have come to light. Lord Gulliver's murder was the sole work of Madame Goldigga, who was after his fortune from the beginning. She heard about the hidden corridor from Whitson. Apparently those two have a history together. She just happened to hear about it? Whitson mentioned the corridors when Lady Goldigga told him that her husband planned to purchase Starkford. Perhaps he also mentioned how ideally suited it was for staging the perfect murder. A murder she then decided to carry out. Whatever he knew or didn't know, Whitson hurried to the crime scene under the pretense of investigating with Sholmes. Then Madame Goldigga misread his intentions, thinking he was there to help her. She tried over and over to get him on her side. In the end, she even tried threatening him, though we'll never be sure with what. But what about the note we found? I shall follow where you go. There were quite a few theories flying around about that note, weren't there? The Madam might have written it, or... The truth seems to be that Lord Gulliver wrote that note himself. He did? I guess coming to Starkford and getting caught up in its history sparked the creative urge in him. That note was from a novel he was working on. They found the continuation of it with the rest of his belongings. Oh, so it was just a red herring. Forgive me. It's my fault for jumping to conclusions like I did. Apologizing for a bad hunch? Who are you, and what did you do with the real Sholmes? I'll take that as a compliment. I've opened my own detective agency right here in Unohana, following in my Aunt Kikyo's footsteps.
I've solved a number of cases already. The police have even come to enlist my services as a consulting detective. Moving up in the world, aren't we? But wait, I smell a new case brewing. What? Where? I just saw Yunohana's finest hurrying off in quite the rush. Given their numbers, it must be something big. One of Aunt Kikyo's blades. Go it alone this time, is it? It seems she wants me to handle this case on my own. I'd best get started then. Huh. He's turned out to be the real deal. Oh, Kikyo. He always had a good sense for catching the relevant details of a case, but he's also surprisingly good at looking beyond his own preconceived notions. He even comes out with some shocking deductions at times. I don't know if it's true that blood will out, but he just might very well live up to the legacy of our family. I would not be surprised if he ends up even surpassing his grandfather one day, even if he lacks somewhat in the areas of common sense and social graces. Always calling me dear Aunt Kikyo. I feel obligated to come to every crime scene with a batch of freshly baked chocolate chip cookies. Sounds to me like you're pretty proud of him. It seems you chose well, Idia. Everything's working out wonderfully. Yep. Not bad if I do say so myself. And I'm relieved that I gave Sholmes good advice for his future, too. Excuse me, can I get a soybean mochi and another cup of strong tea? Make that too. One for me, too. Let's make it 5 sets. Coming right up! But there's only 4 of... Oh. Dieser typische Mist, ne? Weißt du, da läuft auch diese kleinen Sequenzen, die beim schwarzen Bildschirm da langlaufen, die sind so kacke schnell immer vorbei. Ich meine, eigentlich steht da fast immer nur etwas später. Jetzt standen da 2 andere Dinge, ja. Habe ich zu spät gemerkt, hätte ich nicht rechtzeitig auf Pause gedrückt, tut mir leid. Auf jeden Fall stand da nur hier, oder ich meine, es stand da was von wegen. Das letzte konnten wir ja noch sehen, aber das und das führte zur großen Geschichte von Sholmes und halt sowas, ne? Und im Kampf mit Whitson und was da immer so weiter kommt. Wie bei Holmes und Moriarty halt, ne? So. Gut. Dann haben wir die Quest auch fertig. Dann machen wir uns beim nächsten Mal dann ja, weiter auf, ne? In dem Sinne, Leute, macht's gut. Ciao.